Frau Peyer. Sie erlebten bei der Geburt ihres 5. Kindes im Jahre 2004 eine Nahtoderfahrung. Was war die Vorgeschichte? Ich war schwanger in der 21. Woche und es war, also ich muss noch sagen, ich hatte ziemlich Stress. Ich habe im Spital gearbeitet und hatte einfach auch privat sehr großen Druck. Und da hatte ich einen Blasensprung. Und dann musste ich mich entscheiden, möchte ich jetzt ins Spital nach Zürich, Intensivmedizin, dass das Kind eventuell noch möglichst lang im Bauch und 24. Woche, sagt man, kann man ja die Kleinen retten, so quasi. Und ich habe mich dann aber entschieden, das möchte ich nicht. Also ich bin dann schon ins Spital, wir hatten dann, ich hatte eine Antibiotikatherapie und musste liegen. Und ich habe immer gehofft, ja, vielleicht geht auch die Blase wieder zu. Ist aber nicht geschehen. Irgendwann habe ich gesagt, ich möchte nach Hause. Ich kann auch dort das Antibiotika oral nehmen und dort liegen. Und ja, das habe ich dann gemacht. Und ich weiß noch, in der Nacht vom 15. zum 16. Ist bei mir, ich bin in der Nacht erwacht und hatte das Gefühl, oder ich wusste, jetzt stirbt das Kind. Und im Vorfeld hatte ich noch immer das Gefühl, meine Mutter ist am 16. Juli wurde sie 70. Und ich wusste, wenn wir diesen Tag überleben, also ich hab immer Überleben gesagt, das ist ja auch noch speziell, dann kommt es gut. Und in der Nacht um 3 Uhr morgens, wie gesagt, bin ich erwacht und habe dann noch gedacht, soll ich meinen Mann wecken? Und habe gedacht, nein, das ist jetzt ein Prozess, den ich mit meinem Kind mache. Und am Morgen mussten wir zum Arzt und sie hat dann gesagt, das Kind ist tot. Nein, ich bin hingegangen und habe gesagt, das Kind ist tot. Und dann hat sie gesagt, ja, wie wissen Sie das? Habe ich gesagt, heute Morgen um 3 habe ich das gespürt, dass sie stirbt. Und dann hat sie geschaut und hat das bestätigt. Danach wurde ich ins Spital eingewiesen. Ich musste normal gebären. Das war dann die ganze Nacht. Es hat gestürmt, das weiß ich noch. Wir hatten eine Kerze angezündet und es war schlussendlich sehr eine schmerzhafte Geburt. Und als ich dann am Morgen, Sira hieß das Kind, oder heißt das Kind, geboren wurde, irgendwie, ich war im Zimmer, ich war nicht mal im Gebärsaal, war ich in eine Blutlache drin und mein Mann hat das gemerkt und hat geläutet und dann sind sie gesprungen und haben mich in den Ops schieben wollen. Da war die Tür noch zu und es hat noch so ein bisschen Komplikationen gegeben. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich irgendwie so müde und ein bisschen weggehe. Und danach haben sie mir eine Narkose gemacht. Und während der Narkose, ja, da schläft man ja, so ist es bei mir auch gewesen. Aber irgendwann hatte ich dann meine Nahtodeserfahrung. Was haben Sie da erlebt? Plötzlich war ich wie wach, also sehr wach und hatte einen Tunnel auf der rechten Seite von mir. Es ist komisch, ich sage jetzt die rechte Seite, aber ich war auch im Tunnel drin. Aber es war mehr die Energie. Ich war in diesem Tunnel, der war schwarz und der hat mich so wie raufgezogen in einer unendlich schnellen Geschwindigkeit und ich habe so wie Glitzer gesehen und je näher am Ende war wie ein Licht und je näher ich an das Licht kam, also schon im Tunnel habe ich so viel Liebe gespürt und vor allem habe ich gespürt, dass Sira, meine Tochter, vorne ist und ich ihr folgen möchte. Es ist wirklich, ich habe gemerkt, ich gehe jetzt mit ihr in dieses Licht. Das war so ein schönes Erlebnis.
Aber leider ist dann eine Stimme gekommen und hat gesagt, dass ich zurück müsse. Ich hätte meine Aufgabe noch nicht erfüllt, ich müsse zurück auf die Erde. Also ich hatte nicht die Entscheidung zu sagen, ich möchte nicht, ich musste zurück. Ja. Und dann, das war dann eher eine Phase, da war ich schon nicht mehr im Tunnel, das war dann so wie Nebel. Es war wie Nebel und diese Stimme sprach mit mir. Also nicht so viel, aber einfach das. Und dann ging ich zurück und das hat mich sehr wütend gemacht, weil ich wollte ja nicht zurück. Und ich hatte wirklich dann 2 Tage, ich wollte wirklich nicht mehr leben. Ich hatte so Mühe mit dem. Und ich war wütend auf meinen Mann, weil er mich gerettet hat, so quasi, oder? Und irgendwann musste ich sagen, stopp, jetzt übernimmst du Verantwortung. Es ist so, die Stimme hat mir gesagt, ich müsse zurück. Und jetzt gehe wieder ins Leben und ja, lebe, oder? Ja, das habe ich dann auch gemacht, natürlich. Ja. Haben Sie in diesem Tunnel so etwas wie eine eigene Körperlichkeit gespürt? Das ist ganz ein schwieriger. Irgendwie habe ich schon meinen Körper gespürt, aber nicht so wie jetzt eingeschränkt. Es war wie offener. Es ist mehr so. Es ist schon, ich hatte schon irgendwie einen Körper, glaube ich, also soweit mir das bewusst war. Oder? Ich habe mich natürlich jetzt nicht speziell auf das konzentriert, weil ich war ja beschäftigt mit ans Licht zu kommen oder meiner Tochter zu folgen. Aber also, es war schon klar mein Körper, aber nicht so eingeschränkt wie jetzt, oder so, wo man wie ein anderer, ein größerer Körper. Hat Ihnen diese Erfahrung die Überzeugung vermittelt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Ja, absolut. Also ich habe es immer gehofft vorher. Vorher habe ich es gehofft und seitdem weiß ich es, dass es irgendwas gibt. Ich habe schon auch da in der Zwischenzeit immer wieder meine Zweifel gehabt. Und zwar einfach, da denkt man, ja, das ist doch nur Einbildung. Also es ist auch nicht so, dass ich immer an das zurückdenke, überhaupt nicht. Aber es gibt so Momente und ein Freund von mir hat dann mir mal gesagt, hey Claudia, nimm das ernst, nimm diese Erfahrung ernst, das ist eine sehr wichtige Erfahrung. Und ja, er hat mir dann auch das Buch von Alexander Eden geschenkt. Und seitdem sehe ich das auch ein bisschen anders und vor allem, was mich immer wieder verunsichert, also in diesen unsicheren Phasen, habe ich dann mir selber gedacht, wenn man eine Narkose hat, oder? Wenn man normalerweise, unter der Narkose, da schläft man, dann spürt man nichts, einfach nichts. Und bei mir ist es wirklich in dieser Zeit geschehen, als ich die Narkose hatte. Und dann bin ich wieder in die Narkose rein und scheinbar war ich auch sehr lange weg. Ich bin nicht im Aufwachraum aufgewacht, was nun üblich ist, dass man wartet, bis der Patient wach ist. Ich war dann wieder im Zimmer und eine Schwester, eine Pflegefachfrau hat mir gesagt, oh, Sie waren aber sehr lange weg. Und ja. Sie haben gesagt, dass Sie während der Schwangerschaft schon eine innere Beziehung zu Ihrer noch nicht geborenen Tochter aufgebaut hatten. Also was so speziell war, ist ja das, dass ich habe ja eben schon 4 Kinder geboren und bei ihr war das so speziell, weil ich habe mit ihr die Schwangerschaft erlebt, wie wenn sie schon da war. Also das war wirklich, ich habe das auch nachher mit meiner anderen Tochter, ich habe dann noch eine Tochter bekommen, nicht so erlebt. Das war so intensiv, diese Beziehung. Und ja, sie ist ja dann, also auch nach der Geburt,
Nach diesen 2 Tagen, wo ich sehr wütend war, dass ich jetzt zurück musste und ich mich irgendwann dann entschieden habe, ja, jetzt ist das so. Wir haben sie dann auch kremieren lassen und ich wusste dann, sie wird um 10 circa kremiert. Entschuldigung. Und um 9:30 hatte ich einen Druck, einen so Kopfdruck im Kopf, also was ich sonst nicht so kenne, diese Art von Druck. Und ich habe sie ja immer wieder geschmeckt, diese Tochter, immer wieder. Also sie ist gekommen und ich habe meinem Mann immer gesagt, sie ist wieder da, ich schmecke sie. Also es war einfach das Schmecken. Und da, das letzte Mal, als sie dann gekommen ist, hat sie mir gesagt, Mama, ich komme jetzt, also nach diesem Druck ist sie gekommen und hat mit mir geredet, also so telepathisch, ist ganz speziell. Und hat mir gesagt, Mama, ich bin jetzt noch einmal gekommen für dich, ich brauche das eigentlich für mich nicht, ich gehe jetzt. Ich bin jetzt einfach noch mal für dich gekommen, es ist gut. Und von da an habe ich sie nie mehr geschmeckt. Und ich habe es auch gespürt, sie ist weg. Also weg. Sie ist nicht weg für mich, aber weg. So in dem Sinn, vorher war sie wirklich wie näher. Also es ist wirklich schwierig zu erklären, wie das sich anfühlt. Ja. Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Leben in den wichtigsten Stationen wie schon in einem gewissen Sinne vorbestimmt war? Ja, ich denke, weil zum Beispiel, ich wusste immer schon, dass ich 6 Kinder haben werde. Das ist ja auch speziell. Und ich wusste, dass beim 5. Kind, dass das sterben wird, dass es Probleme geben könnte. Und ich wusste auch immer, dass mein letztes Kind, das 6., ein Down-Syndrom haben wird. Und das ist ja auch so geschehen. Jetzt kann man sagen, habe ich das irgendwie so gewollt oder unbewusst, aber ich habe das ja nicht so gewollt. Ich habe ganz vieles nicht so gewollt und es ist so geschehen. Also, war das wie eine innere Gewissheit oder wie soll man das beschreiben? Ja, es ist so, also es ist nicht so, dass man darüber nachdenkt, weiß Gott wie, oder? Aber es ist so wie, man weiß, es ist so, es wird so geschehen. Also ja, eine innere Gewissheit kann man dem sagen. Aber nicht, dass man jetzt, meistens kommt es dann erst so zur Gewissheit, also bei mir, wenn es dann geschieht, dann weiß ich, ah ja, das ist ja klar, das wusste ich ja. Was für Auswirkungen hatte diese besondere Erfahrung auf Ihr weiteres Leben? Also das eine sicher, dass ich das Leben ein bisschen gelassener nehme. Also ich habe die Tendenz in meinem Leben, dass ich nicht so einfache Sachen erlebt habe in meinem Leben, aber ich nehme es viel gelassener. Zum Beispiel, ich hatte vor 5 Jahren die Diagnose Brustkrebs, das hat mich jetzt nicht so aus den Socken gehauen. Also ich mache das, was ich muss und ich weiß, das Leben ist endlich. Ich hatte dann auch noch viele schwierige Momente in meinem Leben und ja, ich nehme es wie gelassener. Es ist nicht mehr so, ja, es ist so eine Art wie ein Urvertrauen drin. Also ich weiß, es kommt schon wie es muss, ich kann es eh nicht ändern. Ich habe schon Entscheidungen, also nicht wie da, wo ich nicht entscheiden konnte, aber ich glaube, ich kann schon entscheiden. Immer wieder, also haben wir die Entscheidung und das ist sicher ein Punkt und der Hauptpunkt ist, ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst vor dem Sterben. Das ist für mich sehr eine wichtige Erfahrung. Frau Payer, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, war interessant. Danke vielmals.